Okay, so. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin gerade im Livestream. Wir schauen uns jetzt das zweite Video von Jeff an. Wir haben uns das erste ja in der letzten Woche schon angeguckt. Und zwar hat er ein sehr aufwendiges Video zum Thema The Dark Reality Behind CSGO gemacht. Da ging es um illegales Glücksspiel, illegale externe Glücksspielseiten, die nur durch irgendwelche ganz dubiosen Loopholes bestehen dürfen. Sowas wie Hellcase, CSGO Roll, Clash, Skin Club, ihr kennt die ganzen Namen. Da wurde teils mit Gambling-Seiten gesprochen, die dann erklärt haben, wie das Ganze funktioniert. Und es wurde offengelegt, wie die Community teils davon betroffen sind, die Schicksale von Einzelpersonen. Ganz viel aber auch, unter welchen Umständen diese Seiten überhaupt aktuell laufen. Und da ist man mit Hilfe von vielen Experten und Rechtsanwälten zu dem Schluss gekommen in diesem Video, dass diese ganzen Seiten das eigentlich illegal machen, weil keine von diesen Seiten eine Glücksspiellizenz hat. Und das nur über Loopholes machen, wie wir schütten alle 30 Minuten auf der Webseite Centbeträge an alle Nutzer, die jetzt auf der Webseite sind, aus. Dadurch ist es kein Casino mehr, sondern eine Trading-Seite. Die meisten dieser Seiten laufen als Trading-Seiten, obwohl man da überhaupt gar nicht traden kann, sondern halt offensichtlich gambelt. Und das Ganze ist halt ein Riesenproblem in der CS-Community. Jeff ist auch sehr stark auf Streamer eingegangen, die solche Seiten promoten, weil sowas wie CSGO Roll zum Beispiel, da bekommst du eine Provision ab, wenn Zuschauer über deinen Code auf der Seite Guthaben aufladen. Also du wirbst einen Nutzer auf die Seite, der lädt mit deinem Code 500 € auf. Da kriegst du dann als Streamer 50 € ab. 10% Provision bekommst du dann dafür ab, dass deine Zuschauer ihre Kohle auf der Seite verzocken. Im zweiten Video wollte Jeff jetzt darauf eingehen, dass man aber auch nicht nur diese externen Glücksspielseiten in den Fokus rücken muss, sondern am Ende des Videos, vom ersten Video, habe ich euch auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt dann, guckt euch das vielleicht erstmal an, weil das ein sehr umfangreiches Thema war. Am Ende ging es auch mehr dann in eine Richtung, ja, aber bei Valve ist das Ganze auch gar nicht so geil reguliert. Also auf diesen vielen der Glücksspielseiten musst du nicht dein Alter verifizieren. Du kannst da einfach losgehen und als 11-jähriger Timmy 2000 € von der Kreditkarte von deiner Mama aufladen und verzocken. Und jetzt geht es ein bisschen mehr darum, wie Valve das reguliert. Ob Valve da auch nicht mehr ein bisschen mehr durchdrücken müsste und stärker kontrollieren müsste, wer denn überhaupt auch die Ingame-Kisten aufmacht. Weil auch das ist natürlich Glücksspiel. Du zahlst da 2,20 €, 2,30 € für einen Key und eine Kiste und weißt natürlich vorher nicht, was du rausbekommst. Du kannst natürlich mit einer Chance von 1 zu 400 ein Messer lacken. Das werden die meisten Leute also nicht machen. Ich glaube, die beste Kiste, die es aktuell gibt, gibt dir einen Return of Investment von 60%. Das heißt, du machst für 1000 € Kisten auf, kannst du erwarten, für 600 € Skins da rauszubekommen. Also du weißt, dass du im Schnitt mindestens 40% Verlust machen wirst. Und ein großes Problem ist eben, dass es auch bei Steam und bei Valve viel zu einfach ist, für Leute diese Kisten aufzumachen, die eigentlich diese Kisten gar nicht aufmachen dürften. Und ich glaube, jetzt schießt Jeff auch mehr Richtung Valve in diesem Video und baut nochmal darauf auf. Und da schauen wir jetzt rein. This is the second part of the documentary I have made to call out the gambling practices within CSGO. You definitely need to watch the first part before watching this one, and I know it's a bit long, but you cannot treat a subject like that in a 30-second format. Time to address the elephant in the room, that is Valve. It is a fascinating company with a tentacular influence. A fun fact about them is how scalable their business. Achso, ich mach mal vielleicht nochmal deutsche Subtitles an. Gibt's die? Ja, die sind jetzt von YouTube auto-generated, deswegen die werden wahrscheinlich nicht perfekt sein, aber vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Weil Jeff hat halt Videos auf Englisch, er hat einen französischen Akzent, vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Company with a tentacular influence. A fun fact about them is how scalable their business model is. Valve brings 33 times more gross revenue per employee than Amazon, and this is something they talked about. They have designed it that way. If there is money to be made efficiently, you can trust that Valve is gonna be right around the corner. In 2016, after the media started to catch up with what was happening around CSGO and gambling, if you remember Phantom Lord and Tim Martin, you know, bunch of good humans. Valve was. Das war nicht die einzigen, da gab es noch ein paar mehr, die dasselbe gemacht haben.
wo das noch nicht öffentlich ist, wer da noch so Sachen gemacht hat wie Fanlord und Team Harden. Also da wird es in Zukunft sicherlich auch nochmal spannend. Forced to react, and they have addressed this now famous cease and desist letter towards those CSGO gambling websites, telling them to stop operating within 10 days or they will take action, right? That was 7 years ago. Das war 7 Jahre her. CSGO Launch. Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht mehr. CSGO Launch auch deswegen den Shutdown hatte, weil CSGO Launch war ja, zumindest soweit ich mich erinnern kann, konntest du nicht gambeln, konntest halt setzen auf Glücksspiel. Das war wie eine Betting-Seite. Da hat Astralis gegen Virtus Pro gespielt und du konntest halt, ne, wie bei Tipico oder so, darauf setzen. Aber das wusste ich gar nicht mehr, dass das auch deswegen runtergenommen wurde. CSGO Strong, CSGO Double, CSGO 500, CSGO Diamonds. Ich glaube, CSGO Diamonds ist dann das, was später Drake Moon wurde. Wenn ich mich nicht erinnere, richtig erinnere. Dota 2 Launch. Okay. So, out of curiosity, I checked how many of these websites are still online today. You would think there would be none, but actually no, 5 of them are still here, operating like nothing ever happened. Warte mal, CSGO Launch gibt's noch? 5 of them are still here, operating. Aber die gibt's doch nicht mehr, also so wie damals, oder? CSGO 500, CSGO Big, CSGO Fast, CSGO Launch? Aber krass eingeschränkt. Okay, ich dachte, die Seite wäre down seit Jahren. Das wusste ich nicht. Like nothing ever happened. They still have CSGO in their name. They still accept deposit and withdraw with CSGO skins, and they still use the Steam login API. What was the point of that letter? I don't know. What we do know is that technically, any use of the Steam API for commercial purposes is breaching their TOS. And recently, like 2 months ago, they updated their Steam online conduct policy to include that gambling is also prohibited. Following that, in the next month, about 100 plus traders that seem to be linked to gambling got banned for a hard loss of $10 million in skins. So every evidence seems to point towards the fact that Valve knows exactly what is going on around CSGO and gambling, but either they do not want to take action or they cannot take action. Either way, nothing changes. And now it is time to talk about the CSGO cases, and Counter-Strike, please hear me out. I know just how popular these things are, but let's look at it strictly from the facts. Okay, da möchte ich mal einschreiben, bevor wir gleich das von Jeff hören. Weil ich glaube, ja, ich predikte mal, was ich glaube, worüber Jeff spricht und was meine persönliche Einstellung dazu ist. Also bei mir war es ja auch so, mein englischer CS-Kanal ist größtenteils auch erst dadurch groß geworden, dass ich CSGO-Case-Openings gemacht habe, als die neu rauskamen. Ne, hier Bravo-Kiste, rote E-Sport-Kiste, Waffenkiste 1 Winter Offensive. Das war halt ganz neu und da war ich auch einer der ersten, die auf YouTube angefangen haben, da Videos zuzumachen. Da war ich noch im Bundesfreiwilligendienst nach der Schule, als ich da meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Ich habe erst so Tutorial-Videos gemacht, aber dann so jedes zweite, dritte Video war dann auch ein Case-Opening-Video. So, dann habe ich ja über die ganzen Jahre hinweg auch immer riesige Openings gemacht. Wenn ich die 400k auf dem englischen Kanal gemacht habe, 400 Kisten aufgemacht. Bei 500k 500 Kisten und ne, bis jetzt 2022, also bis vor 1,5 Jahren, habe ich auch monatlich bestimmt, also locker 300 € immer pro Monat in Kisten gesteckt. Also immer wieder einfach so random mal 10, 20 Kisten aufgemacht. Bis ich dann irgendwann mir da auch mehr Gedanken drum gemacht habe. Und zum Schluss gekommen bin, dass ich dieses exzessive Kistenhebeln halt auch nicht mehr so vorleben möchte. Ne? Also es war nie so, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich da groß Geld waste. Das wusste ich vorher schon, das war mir vorher klar. Ne? Aber guck, das Ding ist, ich stream halt auch und mache da YouTube-Content raus. Wenn ich jetzt 20 Kisten aufmache und ich krieg da nichts raus, im Endeffekt ist es, und den Erfolg sieht man ja auch bei Ohne und Montana Black jetzt zum Beispiel, es ist halt trotzdem Content, den Leute halt sehen. Aber wo ich mir dann Gedanken drüber gemacht habe, war halt dieses exzessive Vorleben von einfach random mal 20 Kisten wegballern jeden Tag. Das will ich halt nicht mehr machen. Ich finde es nach wie vor halt völlig okay, ne? Wenn ich sage, so, keine Ahnung, jetzt ist mein Geburtstag, es ist Rapid LAN oder es kommt eine neue Kiste raus, wenn ich da ein Video mache, wo ich 20 Kisten aufmache. Und die Einstellung habe ich nach wie vor, dass das halt
okay ist. Für mich moralisch auch. Weil, ne, heute haben wir für ein 100 € Yu-Gi-Oh! Display aufgemacht. Das lief ganz gut. Aber für mich ist es im Endeffekt geht das ja in die gleiche Richtung. Bei einem Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon Opening zahlst du auch gerne mal 100 € und du weißt nicht, was du rausbekommst. Da kannst du auch mit Dick Minus rausgehen. Ich will halt nicht mehr dieses exzessive Vorleben, dass es halt normal ist, für ein paar 100 € im Monat Kisten aufzumachen, sondern ich spare mir das auf für besondere Momente. Wenn eine neue Kiste rauskommt, dann mache ich da ein Video zu. Ne, an meinem Geburtstag ist mein Geburtstag, da will ich mir was gönnen. Für andere Leute gehen für 500 € am Wochenende feiern. Das bin nicht ich. Ich mache dann lieber einen geilen Stream und, ne, waste meinetwegen ein bisschen Geld. Wenn ich für 500 € saufen gehe, hänge ich am Ende überm Klo und kotze da rein. Und mir geht scheiße. Bei CSGO-Kisten verliere ich Geld und mir geht's auch kacke. Also, ne, das ist so, das ist das, was ich dann mehr enjoy. Kann ja jeder mit dem Geld machen, was er will. So, man muss halt aufpassen, dass es nicht gefährliche Ausmaße annimmt. Ähm, und da muss langsam halt auch Valve dann mal ein bisschen in die Verantwortung genommen werden und das irgendwie so ein bisschen einschränken. Vor allem, wenn es darum geht, zu kontrollieren, wie alt die Leute sind, die diese Kisten aufmachen, ob die das überhaupt dürften und da vielleicht dann auch irgendwann mal eine Regel vorschieben, wenn man sieht, das nimmt Ausmaße an, die jetzt, ne, also jetzt mal ganz krasses Beispiel, was ohne Pixel und Montana Black da halt aufmachen, an Kisten, das ist ja also jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, Monte hat in den ersten 1, 2 Monaten so viel Geld in Kisten gesteckt, wie ich in den letzten 10 Jahren. Und das ist halt das, wo ich dann irgendwann gesagt habe: „Nee, das will ich so irgendwie nicht mehr.“ Aber wenn ich 3 oder 4 Occasions im Jahr habe, wo ich sage: „Okay, das ist was Besonderes, jetzt will ich hier meine 10, 20 Kisten aufmachen“, wo ich dann im Video dann halt auch, ne, noch mal darauf hinweise, dass ich jetzt hier, davon ausgehe, dass ich 40% mindestens verliere, dann ist das für mich okay. Ne, weil wenn ich nach dem Maßstab messe und sage: „Alter, nee, es geht alles gar nicht mehr“, dann müsste ich auch mich von Yu-Gi-Oh!, Pokémon-Karten und dem Ganzen verabschieden. Ich finde im Rahmen so Sachen im Rahmen genießen ist okay, wenn man das, was man da reinsteckt, ne, wenn einen das ansonsten nicht beeinflusst. Man muss halt aufpassen, dass es keine ungesunden Ausmaße annimmt. Und vor allem bin ich aber auch zu 100% der Meinung, dass da stärker reguliert werden muss. Und da bin ich mal gespannt, was Jeff jetzt dazu sagt. Spending money to open one, something Ausweisprüfung wäre das Naheliegendste. Ich glaube aber nicht, dass sie das machen so bald. spins and the outcome is random, and the item you get in exchange can be 3 cents, just like 30,000. In fact, what is the first thing you're gonna do after unboxing an item that is a little bit rare? Right click, sell on the community market, and check the price of what you've just unboxed. And if you really think about it, how different is it from the CSGO gambling websites we talked about earlier? Have you ever been asked to verify your age or your No. identity to open CSGO cases? So now, as I make my case, let's open a few. Most of the things that would be considered a problem for the CSGO gambling websites would also apply here. You can deposit with many methods, and you can also use the Steam gift cards, which are sold in many physical stores. So if you don't have a credit card, it's not a problem. The opening animation looks very similar to slot machines, and we even find similar mechanics like a near miss. Look. Here's one. You can spend how much you want and you won't trigger any alarm, and you can easily sell your winnings on the Steam market. Stimmt, wobei, da muss ich mal sagen, was ich gerade gesagt habe, es gibt ein Daily Limit. Du kannst nur bis zu 1.500 € oder 1.500 $ am Tag aufladen. Aber das auf 'n Monat gerechnet ist halt auch schon ordentlich. Aber stimmt, es ist, echt auch leicht für Minderjährige halt, bei Steam aufzuladen, ne? Also, du kannst zur Tanke rennen, dir für 50 € 'ne Paysafe-Karte holen und damit hebeln. Oder, was wir im letzten Video schon gehört haben, Timmy wünscht sich das 80 € Spiel XY für Steam von Mama. Mama sagt: „Ja, das ist 'n harmloses Spiel, geben wir dem.“ Der kleine Timmy ist aber schlau und outplayt seine Mom, weil man kann bei Steam Games refunden innerhalb von 2 Stunden Playtime und sagt: „Nee, hier, Game ist Dog Trash.“ Und dann kannst du dir das Geld bei Steam als Guthaben gutschreiben lassen. Dann hat er die 80 € plötzlich als Steam-Guthaben und kann damit hebeln. Das passiert halt auch und das passiert. Das kann halt nicht so leicht sein, weil also, das ist halt wirklich kinderleicht, weil die Kinder machen das so. Won't trigger any alarm, and you can easily sell your winnings on the Steam market
to get some more balance and gamble it again. Your age won't get verified and there isn't any self-exclusion feature. And on top of it, you can cash out your winnings to your bank account with the help of third parties. I am not describing an unregulated gambling website. I am talking about Counter-Strike. These are the features available to anyone who has access to the game, regardless of their age. In the month of March 2023, it's estimated that Valve made around $100 million in profit coming from CSGO cases. We know that because 39.5 million cases were opened during that month, nur Kisten. and $2.50 each, we're Nicht closing nur in on Steam, 100 million. Steam-Transaktionen kommen auch noch dazu. Buying a key, you're going to deposit $2.50 and you hope to get something greater than your deposit. This is what CSGO cases are. However, in this case, unlike a casino, you are not playing against Valve, right? Like, if you open an item that can be sold for €300. Leute, what the hell? Or in this case, €20,000. Well, that money isn't gonna come from Valve. Emerald. They will come from a player that will buy the skin from you. So, on your deposit, the $2.50, essentially, their house edge is 100%. Valve keeps everything. And in fact, if you sell your skin on the Steam market, Valve will take another 15% cut on top of the sale. Like I said, if there is money to be made efficiently, Valve is gonna be right there. And while CSGO gambling websites are very popular, CSGO case unboxings are even more. It'll always be my all-time favorite game. It will! Yeah! Hä, ist das real? Der Doc hat Kisten gehebelt? Der Doc hat einen M9 Sapphire gezogen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wann war das denn? Das ist schon länger her? Der Röder hat noch einen Tweet reingehauen, aber ich kann nicht draufdrücken. Oh, ich kann nicht draufdrücken! Warte kurz, was hat Röder geschrieben? Webfollower. Twitch just updated their community guidelines regarding promoting gambling website. Ja, aber sowas hatten die ja schon mal, ne? Und das CSGO-Gambling gab es trotzdem. Warte mal. Twitch hat ihre Community Guidelines bezüglich Gambling geupdatet. Sponsorship of skins gambling such as for CSGO skins allowed on Twitch. No promotion or sponsorship of skins gambling is prohibited under policy. Ah, steht hier auch. Ist Sponsorship. Oh! Oh, das ist aber brandaktuell, weil sonst war Gambling in den Twitch-TOS schon verboten. Ne? Aber weil CSGO Skin Gambling diese Loopholes halt genutzt hat, ging das halt trotzdem durch, dass da Leute CSGO Roll Clash und so als Partner hatten. Aber damit ist das aber GG. Also wenn da jetzt einer irgendwen verpetzt, die müssten den Scheiß sofort komplett rausmachen. Da bist du ja sofort weg. Steht sogar extra drin, ist Sponsorship of Skin Gambling such as for CSGO Skins allowed. No. Also damit ist das aber, also wenn sie das durchsetzen, hat sich das aber erledigt jetzt. Dann ist das damit durch. Egal, ob da steht, dass die Skin-Trading-Seiten sind, wenn du da gamblest, was du ja machst, wenn du da Roulette oder so spielst, dann ist das aber durch. Meinst du, das wird durchgesetzt? Ja, muss man halt jetzt sehen, ne? Was die ganzen Streamer machen, die das drin hat. Wenn die reported werden von irgendwelchen Zuschauern, ob das dann auch tatsächlich durchgesetzt wird. Ob das jetzt durchgesetzt wird, weiß ich nicht, aber Gambling an für sich, da stand so für Gambling schon drin. Aber weil da halt Loopholes genutzt wurden, ging es halt nicht durch. Aber da sie das jetzt extra so explizit as for CSGO Skins, gehe ich mal davon aus, dass sie das jetzt auch durchsetzen wollen. G2 muss am Wochenende das halbe Trikot abgeben. Boah, da bin ich aber gespannt, ob sie das jetzt durchsetzen. Weil dann hätte sich das für ganz, ganz viele CS-Streamer aber erledigt. Dankeschön, Kati. Ja, das ist ja krass. Counter-Strike! Talk to me. How much is it worth? I need to know in chat. Spam it. That's a 16. Okay, ich wollte mal gerade gucken. Vor 2 Wochen war das erst. Er ist voll an mir vorbeigegangen. $1,000 knife, just like that. 3, 2, 1. Oh shit, let's go! Yeah! Let's go! Fucking delusion. Top notch. Thank God. Thank fucking God.
Pascha, erinnere ich mich auch dran. Ey, viele von den Clips sind so alt, die kannte ich alle noch. Now the mood is completely it's set up for it. It's another blue. What we got for you here is a case opening. In today's video, I am going to be opening 500 recoil cases. 10 of Komme ich da auch noch mit dem Clip rein? every single case. 2 of every single case. 300 revolution cases. 2,000 revolution cases. Just. Ah, yes! 1.5 minutes! Holy f this feeling! Oh my, I feel so alive right now. Warte mal, was war das denn hier für ein... Hat Ohne da versucht, jedes Knife mal zu ziehen oder so? Oder hat er die aufgelistet, was er hier gezogen hat? Wie viele Kisten hat er denn da aufgemacht? Das ist das, was der gezogen hat, oder? Junge, wie viele Kisten hat er denn aufgemacht, um hier irgendwie 20, 25 Messer zu ziehen? Das sind seine Puls all time. Ach so, okay. In seinem Best-of-Video. Ah, okay, verstehe. Ja, guck mal, ich habe overall in den letzten 10 Jahren auch über 100 Messer habe ich aufgemacht. Ich habe auch über 100 Rare Special Items gezogen. Ich dachte gerade, das hätte der in einem Stream oder so gemacht hier gerade. Dachte ich schon, holy shit. Oh my god, I'm so addicted, I think. World of Warships. Das war eins meiner ersten Twitch-Placements, die ich je hatte. Mit Team Schweineelm und Stay als Coach. Haben wir World of Warships gespielt. Unboxing a gold item is like having a jackpot lineup in a slots machines. In fact, take one of those, replace the fruits and the symbols with CSGO skins, and you have a CSGO case. That's the reason they all react that way, and you might have noticed, they also show the value of the item, because they're not excited by the item itself, but the value behind it. If they would unbox the same item, but it would be sold for €3, do you think they would react the same? Of course not. They are yelling because they know they've won something as if they've just hit the jackpot. And down the line, even the ones who refuse to promote CSGO gambling websites will end up promoting gambling through the CSGO cases. That's what I want you to understand. It's overwhelmingly present. And to clarify, I am not calling out these individuals for opening CSGO cases. I'm just highlighting the problem inherent to the design and the accessibility of those CSGO cases. Some are. Ja, da wollte ich auch noch mal kurz eingrätschen, weil ich sehe schon die YouTube-Kommentare kommen. Hier, Lennart, hier hat er dich. Das will ich auch noch mal ganz klar sagen. Ich streite das ja nicht ab, dass ich, wenn ich ein Video mache, wo ich 25 Kisten aufmache, wenn eine neue Kiste aufkommt, dass ich das damit auch natürlich indirekt promote. Das ist mir völlig klar. Aber genauso wie ich gerade gesagt habe, dass es in meinen Augen auch bei einem Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon-Opening im Grunde nichts anderes ist, ne? Du hantest da auch diese eine Chase-Karte, die vielleicht was wert ist, um dir das Opening zu finanzieren, neben der Sammlung. Was du bei CSGO-Skins natürlich auch machen kannst, die Skins sammeln, wenn das dein Ding ist. Das ist mir natürlich auch völlig klar. Und das ist auch was, wo ich auch absolut fein damit bin, wenn Leute das kritisieren und scheiße finden. Wie gesagt, da kann ja jeder seine Einstellung zu haben. Wie gesagt, für mein persönliches Gefühl und wie ich das moralisch mit mir vereinbaren kann, ist es für mich fein, wenn ich das beschränke auf 3, 4, 5 Mal im Jahr, wo irgendwas Besonderes passiert, wo ich das mache. Und dann finde ich es wichtig, darauf hinzuweisen, ne, dass man damit vorsichtig sein soll. Eigentlich müsste ich dann, kam mir jetzt gerade erst der Gedanke, eigentlich müsste ich auch bei den Yu-Gi-Oh! Pokémon-Openings und so das Gleiche machen. Und da sagen, hier, pass auf, Leute, ich mache hier eine Box auf, die kostet 120 €. Ich kann hier nur mit Gewinn rausgehen in Karten, wenn ich diese eine Karte ziehe. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Eigentlich müsste ich es da genauso machen. Aber ja, der Unterschied für mich zu den Skin-Webseiten ist halt, dass ich kein Interesse daran habe, dass ihr mir das nachmacht. Weil ich habe nichts davon, wenn ihr mein Video seht und selber 10 Kisten aufmacht. Also da habe ich nichts von. So. Deswegen kommt für mich keine Skin-Seite als Partner in Frage, weil ich dann halt Geld daran verdiene, dass ihr was verliert. Wenn ich ein Kistenvideo mache und einer von euch macht dann auch 10 Kisten auf und verliert dann seine 20 €, da habe ich nichts von. Ne? Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, ja, macht er nicht. Habe ich 5-mal im Video gesagt, macht er nicht. Aber ja, mal gucken, was noch kommt. Are actually opening these cases as a way Und physisch was zu kaufen, ist nochmal ein Riesenunterschied. Sehe ich nicht so, ne?
Also ob das jetzt virtuell oder physisch ist, deine Pokémon-Karte ist im Endeffekt, die Pokémon-Karte, die du vielleicht für 100 € verkaufen kannst, ist im Endeffekt auch nur ein Stück Pappe. Also ein Stück Pappe hat für mich persönlich auch nicht mehr Wert als ein paar Pixel auf einer Waffe. Also das Argument bei Pokémon-Karten zieht bei mir nicht. Es ist auch nur ein Stück Karton eigentlich, was 1 oder 2 Cent wert ist. Also, also für mich ist das nicht weit auseinander. Du kannst natürlich in einer Session wesentlich mehr CSGO-Kisten hebeln, als du Pokémon-Packs aufmachen kannst. Ne, aber wenn du auf das reine Ding guckst, im Endeffekt sind Pokémon-Karten auch nur ein Stück Pappe. To show that because the odds are low, you should gamble on their sponsors, but some others refuse to promote unregulated gambling sites and they are just spending their money in CSGO cases while saying that you shouldn't do it. There's a bit of everything, obviously, and I wanted to add this nuance. However, the result of this is that if 80% promote unregulated gambling sites, and out of the 20% others, let's say that half are doing CSGO case Der bin ich. Der Dude bin ich. Ich sag nein zu promoten unregulated Seiten, aber ich mach. Nee, wobei, der war ich vorher, der war ich die letzten 6 Jahre und jetzt stehe ich zwischen den beiden. Ich sag nicht, nein, ich mach's gar nicht, aber ich sag nicht, nö, ich hebel jetzt exzessiv, so wie ich es vorher gemacht habe. Ich bin genau zwischen den beiden, bin ich hier. 3, 4, 5 Mal im Jahr. Aber nicht komplett, nein. That leaves us with 10% that do not engage and do not promote these gambling behaviors. In the youngs and in the adults, we are creating a habit, a normalization. Keep in mind, we are talking about a game. Counter-Strike is a bloody FPS. The focus of the content should be around the game, but in many cases, it's not. Gambling is everywhere in CSGO. Aber da muss man halt auch sagen, CSGO wäre jetzt nicht da, wo es ist, wenn die Kisten nicht eingeführt haben. Ich glaube, das wäre noch immer ein relatives Nischen-Game. CSGO wäre auch nicht da, wenn die Skins nie eingeführt hätten. The reason I'm attacking everyone all at once is because if you zoom out, you realize everything is connected. Let's look at the distribution chain. For the CSGO websites to reach the audience, there needs to be a lot of complicity from the industry. The websites are using the trademark and the API of Steam, so if Steam would stop them, that would be the end, but they don't. Now the content creators, they are tied by different laws and it would be illegal for them to promote unregulated gambling sites. There's also the question of ethic and morals and the advertising rules that even if they were promoting legal gambling, they would have to respect. These are points of tension that could break this chain, but it's not enough pressure to refuse the money. So now they are depending on the next link, which is the platforms. Both Twitch and YouTube clearly say they forbid it. In fact, have a look at Ja, guck hier. Das war das, was vorher drin stand in TOS. Wir erlauben nicht, dass Nutzer Links oder Affiliate-Codes zu Seiten teilen, die Slots Roulette oder Dice Games beinhalten. Und das war ja schon so. Du darfst keinen Referral Code to Slot Site in deinem Chat teilen, aber das war ja immer ein Ding. Auch bei den CSGO Gambling Seiten. Das war ja immer ein Ding. Aber da war es halt scheinbar irgendwie durch die Loopholes, dann ging das irgendwie doch durch, obwohl ich es auch jetzt schon nicht verstehe. Ne, weil, also, ich bin nach wie vor der Meinung, dass, ne, hier CSGO-Roll ist halt genau das, es ist ja genau das, aber die wurden ja nicht weggeballert, die Leute dafür. Ich frage mich, ob sie mit den TOS-Changes, die da jetzt kamen, wo extra nochmal drin steht, such as for CSGO-Skins, Skin-Gambling, ob sich das jetzt wirklich damit ändert, weil eigentlich war ich der Meinung, wie ich das verstehe, dass das hier eigentlich nicht nur Echtgeld-Gambling umfassen sollte. Aber jetzt haben sie es nochmal genauer abgedeckt mit dem Skin-Gambling. Also eigentlich müsste das jetzt Geschichte sein. This interview from the Twitch CEO. The thing that was growing was these unregulated offshore gambling sites. And so the amount of money that was flowing where our creators was building the community to drive people to these sites, it was a significant amount of money. So we decided we banned the unregulated, but in general, there's no problem with streaming gambling. But we do have a problem if you're streaming these unregulated third-party
sites. Well, I guess it doesn't apply to the CSGO category, so the creators have no repercussions and the platforms won't stop them either, and that's why 80% of them are sponsored. And now we get to the audience. They live in different countries and they have different rules, but the general idea is that unregulated sites should be IP blocked and not advertised in this country. But because regulators and laws aren't catching up, yet again, the chain remains intact. And to be fair, because those websites are based in distant islands, there isn't much to do. That's the freedom of internet. Just because something isn't allowed here doesn't mean it shouldn't exist online. As an example, what could Germany do? They hold no power over the websites themselves. However, they could punish creators who promote the websites from Germany, but they don't. And the audience itself got drowned in this. It's normalized and doesn't even recognize the difference between unregulated gambling and legal gambling. Ja, das sind dann die Freaks, die komplett hooked sind. What do you mean unregulated? They have provability fair systems, you French moron. Da weißt du, der ist ganz, ganz tief im Hobby dran. Aber wenn du so tief drin bist, dass du nicht mal mehr realisierst oder dir klar ist, dass das nicht geil ist und schlimm ist. Es gibt ja viele Leute, die auch in Jeffs Video aufgetaucht sind, die halt glücksspielsüchtig sind und da nicht von loskommen, aber die wissen ja, dass es scheiße ist. Aber der ist halt einfach voll anti. So, no backslash from that side either. In the end, every element of that chain holds the power to either stop or greatly limit this thing, but no one bats an eye, and we are here today. So if you zoom out, you realize that yes, those websites are a problem, but they are just a part of the equation that allows this ecosystem to thrive. And fun fact, it is not just happening in CSGO. I've come to find there is the same situation happening with other games, and I will let you guess the common link. Here's the website to gamble with your skins from Team Fortress 2. Guess whose game is it? Valve. Here's the website to gamble with your Dota 2 skins. Who's behind that game? Valve. And even Rust, which isn't owned by Valve, but it's on their platform, and they benefit from the Steam market sales as well, and you can even log in with Steam. The gambling scene in those games seems a lot less developed than the one in CSGO, but there's always Valve in the middle who does strictly nothing and once again allows it to exist. How comes this is not considered gambling? Meet Leon Xiao. He's a PhD fellow at the IT University of Copenhagen and holds visiting appointments at the Stanford Law School. He specializes in the regulation of loot boxes and gambling as a whole. He's been working closely with many governments like Australia, UK, Netherlands, and he worked with the FTC as well. His work has been published by many medias. Essentially, if there is one person to ask questions about loot boxes, that's him. The thing is that in most countries, we're actually not sure whether or not this would legally count as gambling. My interpretation of the law would say that actually the loot boxes that you just described in CSGO would in law be gambling in most countries. In terms of how gambling is defined in law, generally there are three elements. Leon will describe what Michele said already. Gambling is generally defined as consideration, chance, and prize. The issue is with the third element. This concerns what you can get from the CSGO case or from any particular loot box. In most video games, what you can get stays on your user account. You can't transfer it to anyone else, and this is why in most countries that is viewed as those things not having real-world monetary value. Na, das hat unter meinem letzten Video, da bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt, unter meinem letzten Video hat auch einer geschrieben, ob ich das nicht geiler fände, wenn CSGO einfach die Kisten komplett weglässt und du kannst die Skins halt kaufen. Es gibt so einen Markt wie in Valorant, wo dann alle Jubeljahre mal ein geiler Skin reinkommt und man kann ihn direkt kaufen. Und der ist dann auf deinem Account. Ich persönlich finde das aber wirklich nicht geiler. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen das mit dem Gambling stärker regulieren, weil das Geld ist du kannst 10.000 Euro in Valorant reinstecken. Und das Geld ist gelockt auf deinem Account. Du kannst es nicht auscashen, ist es halt weg. In CS kannst du die Skins halt verkaufen wenigstens. Also mal ganz doof gesprochen. Du machst die schlechteste Kiste auf, die du aufmachen kannst. Machst für 10.000 Euro auf, hast einen 30% Return of Investment. Dann verballerst du 7.000, aber die 3.000 Euro hast du immerhin aus den Kisten gezogen. Und die kannst du wenigstens auscashen. Und wenn du Glück hast, werden Skins in Zukunft noch teurer und du kriegst sogar die Kohle ganz zurück. Also ich glaube, ich würde das nicht geil finden. Also dieses Trading-Ding oder dass du deine Skins verkaufen kannst,
Das würde ich in CS, glaube ich, nicht weghaben wollen. Damit kommen natürlich die Probleme mit dem Glücksspiele und Gambling. Das hast du natürlich in Valorant nicht. Aber in Valorant, wie auch in FIFA oder so, da stecken Leute tausende Euros rein. Du weißt zwar auch immer, was du bekommst, aber das Geld ist halt weg. Da kommst du nie wieder ran. Was dann auch wieder ein Unterschied ist, wenn wir wieder beim Thema Pokémon sind, ne? Die Pokémon-Karten, irgendwer kauft sie wahrscheinlich eh wieder ab. Aber ja, ich finde es schwierig. Du kannst natürlich auf der einen Seite sagen, in Valorant, ne, hier dieses Messer im Valorant, was du nicht traden kannst und nie wieder verkaufen kannst, kostet 70 Euro, was geisteskrank viel Geld ist dafür, dass das Geld für immer weg ist. Aber du kannst nicht damit gamblen oder so. Aber ist das nicht zum Teil auch eine Sucht, immer die geilsten Skins haben zu wollen? Auch wenn du die nicht durch Lootboxen aufmachst? Also als ich noch fett im Valorant-Grind war, ey, ich habe auch 500, 600, 700 Euro in Valorant drin. Und die Kohle, die werde ich nie wieder bekommen. Da kamen am Anfang viele Sets, wo die Skins geiler waren als das, was ich hatte, dann habe ich die nachgeshoppt. Also das sehe ich auch nicht als ganz unproblematisch an. Die 700 Euro, die ich im Valorant habe, die sind weg. Die werde ich nie wieder bekommen. Wenn ich 700 Euro in CS reingesteckt hätte, würde ich zumindest einen Teil davon wieder zurückbekommen können. But of course, with CSGO, it is possible to transfer what you have obtained from your CSGO cases to another player. You can cash it out as well through third-party websites. And so in my opinion, because you can do those transferring things, that also satisfies. Aber in Valorant kostet es nur 70 Euro und nicht wie in CS 17k. Du kannst auch Messer für 70 Euro kaufen, aber der Grund, warum ein Messer in CS halt 17k wert ist nicht, weil Valve sagt, das ist 17k wert, sondern wegen Angebot und Nachfrage halt. Aber wenn ich in CS dann irgendwann merke, das Spiel macht mir keinen Spaß mehr, dann kann ich zumindest einen Teil von meinem Geld wieder zurückbekommen. In Valorant dachte ich halt, da hatte ich 3 Monate den Spaß meines Lebens, habe gar kein CS mehr gezockt. Dachte ich, geil, oh, das Messer ist geil, das will ich unbedingt haben, hab's geshoppt. Jetzt habe ich 1,5 Jahre kein Valorant gespielt, aber die 700 Euro, die ich da reingebuttert habe für Skins, die werde ich nie wiedersehen. The third element. It depends on which country you're looking at, because I know that in Finland, the regulator who is in charge of looking at gambling, they've expressed the view that it does not matter whether Valve or CSGO says you can or cannot cash out. As long as it is true and possible that you can cash out, then that element is satisfied. In my view, and the English law and... So, Pause machen. Du wusstest aber vorher, was du bekommst. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich wusste, was ich bekomme. Wenn ich dann aber irgendwann keinen Spaß mehr im Spiel habe, ist das Geld weg. Wenn ich jetzt auf einen Skinport gehe oder einen Steam-Markt und hole mir da für 40 Euro eine AWP, oder für 100 Euro eine AWP Asimov, weiß ich auch, was ich bekomme für das Geld. Aber wenn ich dann in 4 Monaten keinen Bock mehr auf CS habe, kann ich die verkaufen und habe mein Geld wieder. Also du musst ja nicht die 100 Euro in Kisten stecken. Du kannst ja auch einfach die Skins kaufen, die du kaufen möchtest im Steam-Markt. Oder bei Skinport, wenn du natürlich sparen willst. Und die kannst du auscashen und bis am Ende bei plus minus 0 hast du ein paar schöne Skins gehabt und hast die Kohle wieder. So. In fact, under the gambling laws of quite a few European countries, this should count as gambling. Also natürlich ist das kein Gambling in Valorant, wenn du da Skins kaufst, aber dadurch, dass immer wieder neue kommen, die teils geiler aussehen als die vorherigen, also irgendwo, ich würde es nicht Glücksspiel nennen, aber irgendwo ist da trotzdem immer der Drive da, immer mehr Geld und immer mehr Geld in dieses Spiel zu stecken und am Ende hast du da einfach nur sehr viel Geld reingesteckt und kommst da nie wieder ran. So, CSGO has a loot box that satisfies every element to be classed as gambling in the eyes of the law. Now, what about the mechanics of that loot box? In your opinion, and talking about the loot boxes in-game that I just showed you, do you believe we should let the young ones have access to this feature? Clearly, that loot box you show me right now match with many aspects with classic slot machine device. So no, young people should not have access to those things. Ja, 100%. And now what? We've established that the CSGO cases are a problem and they are in fact gambling both morally and legally. Yet, it is accessible and promoted to everyone. How much longer will we ignore the reality? It is true that the design of the CSGO loot boxes is not as predatory as the average unregulated gambling site. But the question we need to answer is this one. Is it gambling nonetheless? Yes or no? Yeah. If it actually is, then why do we allow it to exist without regulation, age check or players protection?
Say that I'm watching a streamer opening CSGO cases. Eventually, he's gonna get lucky. He's gonna be shouty, he's gonna... Das sagt doch keiner, dass es nicht Gambling ist, oder? Also für mich ist ganz klar, CSGO Ingame Kisten aufmachen ist auch Gambling. Du zahlst 2,50 € und du weißt nicht, was du bekommst. be excited, eventually jumping around, and he says he just won 10,000 euros. That looks cool, he's excited, the chat is excited, and everyone looks happy and excited, and I want that for myself. So eventually, if I get my hands on cash, I will be able to buy a Steam gift card in a physical store and redeem it to open cases in CSGO. Ich finde, der größte Beweis, dass es Gambling ist, dass Monte danach süchtig ist. Damit solltest du mal zu Valve gehen. Also wenn du schaffst, dass Monte monatelang nichts anderes macht, dann weißt du, das hat einen Suchtfaktor. That's what you are looking at right now. I am opening cases on my new Steam account called I'm14 by the way, and this account played a whopping total of 0 hours of Counter-Strike. Oh, jetzt macht er den Valve-Test. So far is how you receive these loot boxes. Unlike other games where you simply buy and open loot boxes from the menus, in CSGO you drop 1 or 2 cases per week. So you play a game and at the end of it you are rewarded by a drop, a CSGO case. And because the loot box itself has value in the Steam economy, you might look at it as an opportunity to open it for a discount, because you don't have to pay for the price of the case itself, just the key now. Valve is rewarding you for playing the game with an opportunity to open the case for a discounted price. Couple that with the prestige and the hype around CSGO skins themselves. Mit Tresor sind Sie flexibel. Sie haben rund um die Uhr Zugriff auf Ihr Schließfach. Ihnen stehen 3 Schließfach. Geil, ich komme an mein Schließfach an. Dankeschön, Chris. And you have the perfect mix for a normalization of gambling behavior. And it's far from affecting only the young ones. I would love it if you could take a minute of your time to comment below how much you have spent on Steam. I will put a link below to show you how to check, and I'm sure plenty of you will be. Das haben wir ja bei mir schon mal gemacht. Riff hat keinen Link reingepackt. Gut ab. Aber da habe ich ja ein extra Video zu gemacht vor ein paar Wochen. Leider hat er keinen Link reingepackt. I know that case openings are deeply ingrained within the culture of Counter-Strike, and attacking them is not an easy thing to do. As a matter of fact, as I'm recording this, we have 300k viewers watching a guy spending $100,000 on CSGO case openings. Not gambling website, CSGO case openings. Hat er, der Bitly-Link war für den kompletten Press-Release. Oder hat er hier noch was reingepackt? Ne, das sind nur die Sources und so. Da steht nichts dazu drin. Oder hier, Game Cards? Ah ja, How do I earn Card Drops? Ja, doch. How do I earn Card Drops? Ja. Das hatten wir uns ja vor ein paar Wochen im Video angeguckt. Also das ist jetzt für mich keine neue große Überraschung. Das sind die letzten 10 Jahre CS. Ich habe noch 9000 Card Drops available. Da hatte ich ja sogar gesagt, ich dachte sogar, dass das hier mehr wäre. Aber wenn du überlegst, auf dem englischen Kanal mit jedem 100k Special, was ich hatte, habe ich entsprechend viele Kisten aufgemacht. 100k, 100 Kisten, 200k, 200 Kisten, 700k, 700 Kisten. Und dann auch ständig irgendwelche geisteskranken Special Openings. So, ich dachte, dass das hier sogar mehr wäre, auf 10 Jahre gerechnet. Vor allem wegen der dicken Specials, die wir gemacht haben. Ne, Rapid LAN Openings oder Dreamhack Leipzig Openings. Ich dachte sogar, dass es mehr wäre. Habe ich sogar mit vermutet. Sind ja nur Keys, Kisten zählen nicht. Ja, aber in der Regel war es ja so, also das meiste davon war zu einer Zeit, wo Kisten zwischen 3 und 10 Cent wert sind. Ich habe ja immer sehr hart darauf geachtet, dass ich die günstigen Kisten aufmache. Ich habe ja nicht jetzt wie ein Monte für 80 € pro Kiste irgendwie 1000 Bravo-Kisten aufgemacht oder so. Klar kommen da die Kisten noch zu, aber ich habe halt nie Kisten groß aufgemacht, die einen Euro wert waren oder so. Also da dachte ich sogar, dass es mehr wäre. Das ist natürlich trotzdem geisteskrank. 80.000 ist auf 10 Jahre gerechnet. Trotzdem sau viel Geld im Monat und im Jahr auch. Aber ich hätte sogar damals gedacht, wo ich mir das angeguckt habe vor ein paar Wochen mit euch im Video, dass da sogar mehr steht. Hätte ich ehrlich gesagt gedacht.
openings. And there's a lot of watch parties of his stream like it's an actual tournament. Look at the CSGO category. Gambling is so relevant to CSGO, it's crazy to realize. And this is why I brought these experts so they can explain it to you. You might flag me as an anti-gambling guy, which isn't really true. All I'm saying here is that as it is right now, gambling is way too relevant in CSGO, and since we have the same mechanics as an online slot, it shouldn't be accessible and promoted the way it is right now. If Valve was registered as a casino or an online trading website, they would be just as unregulated as the gambling websites we talked about earlier. Think about it, they don't even show you the odds of what you are unboxing. Das ist auch wild, ne? Dass das da nicht dran steht. Du kannst zwar ergoogeln, was die Odds sind, aber wenn er mal drüber nachdenkt, das ist schon krank, dass das nicht mit drin steht. Dass du eine Chance von 1 zu 400 bei einem Knife hat oder so. Dass das da nicht klein drunter steht oder so, ist schon wild. Also Valve muss da echt, also die müssen langsam da halt auch echt mal was machen. Also schon krank. Think about it, they don't even show you the odds of what you are unboxing. $20,000 one click. Fuck! Yes! I swear it! Bring it back! Bring it back, Titan Hollow, Titan Hollow! You have to be joking! Ja, was gut, a $20,000 ohne. capsule. This sticker is worth? It's $350. Right there, he opened a capsule sold for $20,000. And it's in the game, this wasn't happening on a third-party website. And by being so easily accessible, CSGO cases have become a huge gateway to get a taste of the excitement that... Ja, guck, also das ist halt das, was man in den Griff kriegen muss. Solange das reguliert ist, finde ich das halt auch okay. Es gibt ja einen Grund, warum Sachen ab 18 sind. Ne? Aber wenn hier Timmy 10 Jahre halt zur Tanke geht und holt sich da 400 € Steam-Gift-Karten und hebelt dann fett rein, da muss man halt irgendwie eine Regel vorschieben. That gambling has to offer. And eventually you Das ist Kilian mit der One-Piece-Flagge im transition Hintergrund. from CSGO cases to CSGO gambling websites and eventually online casinos. These cases have become the biggest factor in the normalization of gambling that is happening around CSGO, and we need to address that. That's all I'm saying. Der ist auch 8 Jahre alt, oder? Und hat das Headset von Tom letztes Mal. Das ist Tom, das ist Tom. Warum zensiert er dich, Tom? To the question, how old were you when you first gambled? Out of 9,000 responses, 70.8% of you were Du underage. übersteuerst auch immer, You Tom. know, I have an opinion on how I feel about that, and you probably have one as well. But I wanted to hear from someone qualified, and this is why I reached out to Tom. Yes, I'm That's Tom. I'm the communications manager at a charity called Gambling with Lives. Gambling with Lives is a UK-based charity campaigning for a change of laws in the UK, but not only that. Another side of the work is that we support families that have been bereaved by gambling-related suicide. So the charity was actually set up by a mum and a dad who lost their son, who actually also started gambling when he was a schoolboy. The young chap who was talking about blaming himself for not being able to stop and otherwise being a very rational person. He knew it was bad for him, but he couldn't stop it, and that made him feel bad. That's actually one of the big driving causes of the suicide. It's not all about the money. Money often does play a factor in the suicides, but it's not. It's far from being all about that. In fact, of the families that we support, a lot of the people that they've lost didn't lose significant amounts of money, but gambling had actually destroyed their mental health, and they felt a complete loss of agency. Is that people can't stop, and they see the sort of messages, the messaging that's sort of put out by companies gambling in the UK is things like when the fun stops, stop, and gamble responsibly, and these kind of messages that make it sound like it's just really easy, it's a harmless hobby. Actually, then when you do get addicted, you try and stop, and you find that you can't stop. You've got all these messages saying, "Oh yeah, just stop." Then you begin to really feel a sense of deep shame. And there's a lot of stigma attached to that. It's a diagnosable mental health condition, and it does actually require specialist treatment. It's been classified for 10 years now, since 2013. I have interviewed around 25 people, and I showed some of these interviews to Tom. And almost everyone I talked to expressed this idea, this kind of shame to opening up about this, because they would blame themselves for a lack of control. Let me ask you to make sure I understood that right. All the money that you are talking about, you have lost it
Where did you lose it? Actually, it's about 50-50 cases and gambling sites. For me personally, whenever it came to gambling, I was always making these decisions in a split second. Like, it was a case of I would watch someone gamble, and in my head I'd go, oh, yeah, that site exists. Oh, I could open 20 cases. You know, so $50, $70, whatever, you know, go open some cases. And again, like I had mentioned, I relapsed yesterday. It was that split second in my head, I was like, surely I'll get something, right? Surely I'm lucky. I'll be the one. Case. When you're having an argument with someone, right, things can get heated, you respond emotionally, and in situations like that, I'm always able to take a step back and go, hold on a second, let me take a minute, assess everything, and then make a decision. But for some reason with gambling, it's just not the case. It's boom, instant. I have a really hard time admitting it even to myself that I have a problem. And the fact that I've been able to talk today as much as I have about it is surprising to myself, because I have a hard time even admitting it to myself that I have a problem. I really want to change, and I really want to get better so I can go fly airplanes. You know, I could have already been. He gambled 10.000 Euro loan to pay for the flight ratings. Das ist scheiße. Wo bist du gerade? Ich bin in Duisburg gerade, BGT. Morgen geht's ja nach Köln zur IM. Ü-Eier ist auch Gambling. Gambling extra für Kinder. Ja, wenn du es so siehst, ein Stück weit schon, ja. Nur, dass du halt, also, ich sag mal so, nach 40, 50 Ü-Eiern wird auch mir schlecht, wahrscheinlich. Also, da hast du halt den Cap dann irgendwann durch deinen Körper. Finished probably at this point. Can I still just, yeah, it definitely is taboo in my opinion, the idea of gambling. And, you know, it's okay if you win at gambling, but the second you lose everything or it becomes a problem, that's where, you know, it's kind of like alcoholism, right? You know, it's okay to have a few beers, but the second you say, yeah, I'm an alcoholic, well, now you've got mental problems and you've got, you know, this stigma attached. I think it's in that same vein. I'm not a victim. Man, wallah, I never knew this tape was gonna come, bro. Das war auch ein Streamer, This ne? is Wie heißt der Slicker. nochmal? He used to be Slicker. a popular Twitch streamer, and it all stopped one day as he got exposed for borrowing money from other streamers and viewers to feed his gambling das war addiction. das. When everything exploded, he went live, and this is what happened. I didn't know what to do. I lied to many people. I would never be able to ask for forgiveness. I'm ill. Well, I need to say it. It's so hard to say this, I'm not gonna lie. Ever since CSGO, not to blame, but ever since CSGO came out, it was the first time I went on that site, and it was a fun place to be on. You know, gamble skins and stuff. Eventually I found out you could gamble with money. As many people, it started with CSGO and then transitioned. I'd scratch myself. Sometimes I'd lose. I'd smash my head against the wall. My intentions were never to scam anyone. I wanted to pay people bit by bit, and sadly when I would owe this person, I would owe the other person extra on top. And then that person would message me and be like, hey, where's my money? I send that money, then the other person would be like, where's my money? I have to owe him. Then I ask someone else, hey, can you give me 500? I'll give you extra. Gamble that money on top. I have borrowed in a month, I had to pay 50,000. What the fuck, In a month, Alter? I would have to pay someone 50,000, and I would have to, even to some of my real friends who was investing in a house, I need to get help. I don't know how. Das ist wirklich I krank. always wished I could get help from it. Now don't get me wrong, I'm not entirely taking away the personal responsibility, but this is a very clear case of a gambling addiction, that men lost control, and trying to reason with an addiction is just like trying to reason with a phobia. Internet did not receive this well, and the line between memes and harassment got really blurred. Look at the donations that are happening while he is live. Now look, if this is hard to watch, good, it is time we face this reality. We can't allow unregulated gambling to keep on going like this. The YouTubers and streamers who are making bank from people like Slicker keep on pushing one and Ja, das war hier das, was der Monarch geleakt hat. Wer war das nochmal? Sparkles. Das, was die durch CSGO-Roll angeblich an Provisionen erhalten haben sollen. Sparkles, Juicy, und Platz 3 war Bibanator. Das ist das, was du alleine durch CSGO-Roll durch die 10% Provision abbekommen haben sollen. Allegedly. Ob
das stimmt, weiß man nicht. Aber da seht ihr schon, das sind 10%, wenn das stimmt. Das heißt, allein bei ihm hätten seine Zuschauer 37 Millionen eingezahlt, damit er 3,7 Millionen daran verdient. Also das ist schon, wenn du überlegst, Alter, wie geisteskrank das ist. Only one narrative. That is the self-responsibility. Und die sagen ja nicht, nee, mir reicht diese eine Webseite, die haben ja mehrere Seiten, mit denen die gepartnert sind. Das ist ja nur ein Stück vom Kuchen, wenn das wirklich so viel ist und so viel stimmt. It is your Und ich kann mir vorstellen, dass das stimmt, weil ich weiß ja, was für Beträge da alleine für ein Video oder einen Monat Stream bezahlt werden. Also ich sehe das nicht als unrealistisch. fault and only your fault. Alright, but then explain why legal and regulated casinos have to filter their player base. Explain why valid licenses come with 50 pages in how you need to analyze the betting patterns and the behavior of your players and make sure that they can afford to lose the money they gamble. The casino is responsible for the product it sells. Do you think that would have happened on a regulated casino? Of course not. So why do we allow unregulated ones to thrive online, welcome everyone in, and then act surprised of the consequences? There are also identified risk factors for developing gambling disorder in adulthood. For example, certain personality traits. Some people are more impulsive, so are more prone to loss of control of our behaviors, to seek for excitement, sensation seeking, and those kind of individual differences increase risk of developing problematic gambling patterns, for example. Psychopathological factors, for example, if you are depressed, if you have a trauma, if you experience even a moment in your life where you are not happy or you have a bad mood, it also increases the risk that you get involved in gambling as a way to regulate your mood, to cope with your situation, in the end translate into the development and the perpetuation of problematic gambling habits or gambling disorder. Wir machen mal gerade Pause, weil Tom ja gerade im Chat ist. Tom, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir auf der IEM letztes Jahr darüber gesprochen haben, wie die aktuellen Twitch Terms of Service das nicht durchboxen, wenn Leute 10 CSGO-Gambling-Seiten als Partner haben? Glaubst du, dass durch diese Changes das jetzt durchgeboxt wird auch? Du hast ja ein halbes Jahr, ein Jahr für Twitch gearbeitet. Jetzt steht da extra bei den Prohibited Gambling-Sachen neu bei Twitch Sponsorships of Skin Gambling, such as for CSGO Skins allowed. Nein, ist es nicht. Machen die das nur rein, um sich selbst abzusichern? Oder wollen die jetzt wirklich aktiv dafür sorgen, dass das durchgeboxt wird, dass man sowas nicht machen darf? Es wird was bewirken, aber Frage ist, wie schnell. Also wenn du jetzt noch nach dem Change Gambling-Partner unter deinem Stream hast, dann lebst du aber ganz, ganz gefährlich. Andererseits ist halt so, wenn du mit den Partnerschaften, wenn du 5 Partner hast, da deine 200, 300, 400k im Monat machst mit, was realistisch ist, wenn du ein großer Streamer bist, da kannst du halt auch, also ganz ehrlich, den Leuten liegt ja offensichtlich eh nichts mehr an ihrem Stream und ihrer Community. Da kann ich mir auch vorstellen, dass ein paar Leute einfach sagen, ja, scheiß drauf, denn wenn ich es nur 3 Monate mitnehmen kann, dann habe ich noch ein Millionchen mitgenommen. Wenn mein Twitch-Kanal dann gefickt wird und gelöscht wird, dann ist es mir halt auch egal. Kann ich mir wirklich vorstellen. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Aber das ist exciting news. And here you can make a parallel with alcohol use disorder, for example. Oder die machen halt den Move, den jetzt schon viele Streamer machen. Streamen seriös für eine Stunde auf Twitch den Gaming-Content, um die Zuschauer zu ziehen und holen sie dann alle auf Kick rüber, weil es da durchgeht. Könnte natürlich auch sein. A lot of people are depressed, start to drink to cope, to avoid thinking, as a way of self-medicate themselves, and they developed. Es kann übrigens jeder auch Streams reporten, um da Druck aufzubauen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo das geht, aber stimmt, das geht. Ne? Also eigentlich, wie Twitch das jetzt hier rein schreibt, ist das nicht mehr debatable, ob damit, wie sie es vorher drin hatten, nur Echtgeld-Gambling gemeint ist. Jetzt steht hier ganz explizit auch für CSGO-Skins. Also da kann man jetzt auch anfangen rein zu reporten, weil jetzt, es gibt keinen Interpretationsspielraum mehr. Da steht sogar CSGO-Skins. Und da bin ich sehr gespannt, ob Twitch dann auch darauf reagiert. An alcohol use addiction. Dankeschön, Real Nerix. I would say that no form of gambling is risk-free. Beinhaltet das nicht auch Ingame-Gambling?
Nee, weil hier steht, are free social versions of this website allowed? Bla, bla, was steht hier? We do not allow the following sites or associated domains. Bla, bla, bla. Sponsorships of Skin Gambling. Da geht es um Sponsorships. Du darfst also keine bezahlte Sponsorships haben mit Referral Codes oder eigenen Links oder so ein Scheiß. Deswegen ist Valve Ingame-Kisten, ne, oder was weiß ich, scheinbar geht es ja auch bei, wer ist das Spiel, was Freddy immer spielt? Apex gibt es ja sowas auch. Das ist keine Sponsorship, da geht es um Sponsorships. Dass du dafür bezahlt wirst, dass du deine Zuschauer zum Gamblen bringst und du davon profitierst. Darum geht's. But there are some forms of gambling that carry way less risks. If you move towards the really addictive end are things like actually online casino games and online slot games. These are far more likely to cause addiction. Online slot games I'm talking about here, they have addiction and at-risk rates of 45%, which is around about heroin's addiction and at-risk rate. So Wait, they're really... Can you explain the risk rate? How does that work? Is that 45% of the people who play it enough are at risk? Yeah, they're at serious risk of addiction or will become addicted. That's 45%. You know, staggering. So it's really staggering because you can play them anytime you want. You can play them 4 o'clock in the morning. The sounds that they make, like, they're all designed to keep you playing essentially and give you a little sort of rush of dopamine, but not so much that you leave. But they just kind of keep you hooked, and they might give you sort of near misses, for example. They're designed basically to be addictive is the bottom line. And actually young men are at increased risk of getting addicted to gambling. If you're in your early 20s, you've probably got quite high disposable income, more drawn to sort of risk-taking behavior, and your brain actually isn't fully developed until you're 25, so you're more drawn to doing things which is risky. So yeah, young men are particularly targeted essentially by the industry, and they do that in the UK via football. It's the most popular sport in the country, and especially with young men. So how do you tie them together? You just make gambling and football sort of the same thing, and that gets you access to a huge audience, absolutely huge audience. If you're looking at where that money comes from, we're talking about online gambling specifically, 86% of that profit comes from 5% of players. These games, they're not addictive by accident, is what I'm trying to get at. The products are they're designed to be addictive, and addiction is the sort of the foundation of their business model. I want to take a second to explain that one. I have read a study after the call, and I think that this is the stat you need to remember. It shows that for regulated casinos in the UK, 86% of the revenue comes from 5% of the players. And that is in the case of regulated casinos, the ones that have to respect standards, licenses, and filter their player base. Now, can you try to imagine what that number would be like in the case of unregulated CSGO websites that will allow anyone in? And what about those 100 million per month, Valve? How does it taste like? I guess money really has no smell. When you take a paycheck from these websites, this is where the money comes from. I want to do better. I want to not have to, I don't want to be thinking every 5 minutes, ooh, on my next paycheck, what kind of knife can I go get on a gambling site? What can I go open? How many cases? How many this, that, and the other thing? I want better. I do. I genuinely hope that you're able to enact some change for the better when it comes to the CSGO scene, because it desperately needs it. Desperately. Bit of a misunderstanding, really, about gambling addiction. Actually, what it does is addiction, it rewires the pleasure-seeking centers of your brain, essentially. So you need to do that to feel good. So if you don't do it, you just feel awful. So you end up doing it, and the younger you are, when you get sort of exposed to dangerous gambling products and start gambling, more likely you are to be harmed by them, essentially. Even if you're just sort of figuratively dipping your toe into it as a child, the effect of that normalization is when you do become old enough, you just think it's completely normal. The case of Garrett was instrumental for me to understand the face of a gambling disorder. We see so many memes about it, and we tend to forget there's a reality behind. Now, of course, not everyone who gambles will develop an addiction, just like drinking a beer doesn't make you an alcoholic. That being said, you will agree on saying that if you started drinking at 12 and if everyone around you would be drinking as well, you will have a lot more chances to develop a problem growing up. That is the effect of normalization.
It is important to understand that gambling is a broad term, and within gambling, you will find different products, some of which will be a lot more addictive than others, and on top of that list, we find online slots, which is exactly what these websites are offering, and how CSGO cases are designed. The whole player base of CSGO is constantly bombarded with online slots to a point it's normalized. We cheer for an online slots in an arena. Try to think of how cool this is going to look in the eyes of the young ones. There's also academic evidence that links the use of loot boxes as a child to gambling addiction as an adult, because it really blurs the line. Back to Garrett. We were talking about how much he had lost, and as he didn't know, we can actually see how much has been spent on Steam. It was a surprise for him. Said on I've lost approximately 7,500, and on CSGO I have holy shit. 14,600. 14,600. Okay. So in total, $21,000. Okay. Holy shit. Is this the first time you see this number then? Yeah. It's the first time I've gone through and looked. Jesus Christ, looking at that scares me. That scares me that I've managed to go through $20,000 like that and not realize how much money I've spent. So bad. It's so bad, you know. So I think sorry. But you know, just the simple act of taking the time out of your day to talk to me today has really shed some new light on things for me personally. And I've already taken quite a bit away from this, and So sieht man das, wie viel schon weggeballert wurde. Ihr könnt unter dem Video von Jeff, das habe ich euch auch mal im Chat, lasst da gerne noch mal einen Kommentar und ein Like da. Das sage ich am Ende auch nochmal. In der Beschreibung gibt es einen Bitly-Link. Da kommt da drauf und dann das hier. You can use this link that will guide you directly to the right page. Da habe ich ja auch vor ein paar Wochen schon ein Video zu gemacht. Da geht da drauf. Kommt dann zu den Game Cards und da geht er auf How do I earn Card Drops, wenn ihr bei Steam eingeloggt seid. Und da seht ihr das. Das haben wir uns ja gerade bei mir schon angeguckt. Das sind die letzten 10 Jahre bei mir mit den ganzen dicken Specials, die wir gemacht haben. Ja, als Streamer, der das seit Jahren macht und auch auf YouTube, ist er natürlich deutlich mehr als der Otto-Normalspieler jetzt. Bei mir war das ja auch immer YouTube und Twitch-Content, deswegen ist es bei mir natürlich deutlich mehr als bei Monte hat schon mehr. Ich glaube, Monte hatte nach einem Monat schon mehr, als ich die letzten 10 Jahre aufgemacht habe. Es sind halt clean 10 Jahre. Irgendwann Winter 2013 kamen die ersten Kisten. Und seitdem habe ich ja auch Content dazu gemacht. Django hat $220, Lithium $43,83. Ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich viele Leute im Chat haben, die da auch wahrscheinlich was Vierstelliges schon stehen haben. I know that it's time for a change. I know that it's time, and I think you've kind of helped me to get to that point. And again, thank you so much for even taking the hour or so to talk to me today. I seriously can't thank you enough for helping me to just explore this. I am way too emotive for that. I am way too emotive for this. I'm gonna cry if you go down that road. I'm way too emotive. It's okay. I was about to earlier, but I was able to power through here. So, you know, I'm gonna have to voice over to explain what happened, otherwise I will leak personal details. He wanted to take the first step and self-exclude himself from the website he has been using to gamble. And you're about to see yet another reason of why unregulated casinos are a problem. Man kann sich nicht das Konto sperren, what I'm doing. So yeah, so they have under here, it's this deposit restriction or full account restriction. Take a break. Temporary block. Oh, so it looks like you can only lock it for up to a week. Do you have has anyone told you any tips or given you any ideas as to how to combat that? Currently, there isn't any option for you to prevent yourself and self-exclude yourself from opening cases ever again. And in the case of Aber geht das bei Steam? Geht das in CS? Kann man. In CS geht das auch? Sagt das, oder? Aber wo? Also Ingame ja mit Sicherheit nicht, oder? Aber Support, ach so. Ja gut, da muss ja auch erstmal drauf kommen, dass man Steam Support anschreiben kann und sagen soll, hier, lass den Scheiß.
Regulated CSGO websites, as you might have guessed, it's a jungle. Some do, but they will ask you a confirmation 24 hours later after you've asked for it. Some will only offer you 1 week, and some don't even have that option. Du kannst über den Support dein Limit setzen oder sogar sperren lassen. Also ein Limit setzen, also wenn du den Steam-Support schreiben musst, um dir ein Limit zu setzen, dann kannst du dir eigentlich schon wirklich Hilfe suchen, weil wenn du das selbst nicht im Griff hast, dann hast du ein Problem. Ne? Also wenn Leute sagen, okay, ich möchte jetzt aktiv dafür sorgen, dass ich das nicht wieder mache, sperr mir den ganzen Scheiß komplett, dass ich nicht in Versuchung komme oder so. Das ist was anderes, als dass man ein Limit setzen kann. Wenn du da hinschreibst und sagst, ich möchte im Monat nur 400 € für Transaktionen ausgeben, dann hast du ja schon ein aktives Problem. Wenn du das selbst nicht im Griff hast, ohne dass du extern eingeschränkt wirst, dein Geld auszugeben, dann hast du ja schon ein großes Problem. And I mean, why would they, right? It's way too lucrative for them to let you go away like that. Look, I am 14, by the way, reaches out to your support. Da siehst du zu schwarz-weiß, es gibt halt Leute, die damit ihr Problem bekämpfen. Ja, also vielleicht hilft es ja auch Leuten, die dadurch eben nicht mehr als diese 400 € ausgeben. Aber trotzdem bin ich trotzdem der Meinung, dass du schon ein Problem hast, wenn du es selbst eigenverantwortlich nicht hinbekommst, dich dahingehend einzuschränken, indem du vielleicht eine Liste führst oder ein Spreadsheet, wo du dann einträgst, wie viel du schon ausgegeben hast und dir selbst sagst, okay, ich habe jetzt am 17. des Monats die 400 erreicht, die nächsten 13 Tage mache ich nichts mehr. Wenn du das nicht eigenverantwortlich hinbekommst, bin ich trotzdem der Meinung, dass du ein Problem hast. Das kann dir dann helfen, ja, aber trotzdem solltest du dich da mal ganz schwer damit auseinandersetzen, warum das so ist und ob man sich da nicht Hilfe sucht. It says, is there a self-exclusion feature? To which we reply, hello, we do not have that. Okay, I understand. And you're like, have a nice day, and a heart. What I'm trying to get you to understand is that if we were in a legal and regulated environment, it's very likely the operator would have identified and stopped Garrett from going any further until he proves he actually has the means to deposit like he does and he's not chasing his losses. On top of that, Garrett could register his ID on the registry, and from here will never be allowed to access any kind of legal casino, whether it be inland or online. This is not an option for CSGO cases, and it's not even an option for most of these CSGO trading websites. I went and asked if there's a self-exclusion feature. They go, hello, hello, items are sold automatically after a month, and they close the support. What? And mind you, I'm still reaching them from an account called I am 14, by the way, and this one says, hello, we don't understand you. This is surreal, and I am convinced that Hello, we don't understand you. Seriöse Seite mit if Sicherheit. that button would exist at this moment, he would have pressed it. The example could not have been more specific. It is right here, right now. You can see it on his face. He would have pressed the button. And this is why a change needs to happen. Garrett, if you had a button right now in CSGO to exclude you from opening cases, that your account would be voluntarily excluded from opening cases, would you press it? Absolutely, in a heartbeat. Cases are the exact reason I'm in this situation. Yeah, sorry, I guess I should rephrase. They're not the reason. I am the reason I'm in this situation. But they were the kind of the catalyst that got me to where I'm at now. They were kind of the, I'll use the term gateway drug, loosely here. But I didn't go to a CS:GO gambling site before opening cases. I didn't go to a, crypto casino or anything like that. It was the cases, and then came the casinos, then came and I think I'm able to make that change. I'm gonna make this promise to myself right now that I am going to stay away from gambling in all forms, way, shapes, and forms, regardless. Now look, I know this won't concern the majority of you, so I'll make it quick. If you relate to Garrett or anyone else talking in this video, there is help and there are tools to... Wie hält HelloFresh die Zutaten kalt und frisch? Die Zutaten machen zwischen dem Lieferanten... to help you. There's two things I want you to consider. Number one, chapter1.org, a completely free website, don't forget the dash by the way, that will give you a ton of resources and readings to help yourself or a friend. Number two, Gamban. Gamban is a software you can install on your PC and on your phone.
It will block every regulated and unregulated website. I got in touch with Matt, the CEO, and sent him the list of CSGO websites which are now blocked as well. On top of that, because Gamban is subscription based, I've already paid myself for the next 500 subscriptions. So this is for anyone watching right now. You don't have to pay, you don't have to put your credit card or anything, we have made it very easy. If you want to help yourself and don't know how, go to excludenow.com/Jeff, which will take you to a landing page giving you 3 months for free with no strings attached. Obviously, this is not a paid promotion, I'm not getting any cents back. In fact, I've already paid, so it has to be used anyway. So please... Ehre. Das ist cool, dass es sowas gibt. Leider ist die Paywall, sorgt halt dafür, dass es halt wahrscheinlich viele nicht machen. Ich wette, also das ist halt auch krass, ich wette, es gibt viele Leute, denen das so schade ist, da die, was weiß ich, 4,99 im Monat zu zahlen, die aber selbst monatlich 3- oder 4-stellig gambeln auf anderen Seiten. Ich glaube echt, dass es gibt, die 4 Euro dann nicht nehmen, um die Subscription zu buttern, aber monatlich Tausende von Euros weggammeln. Aber geiler Move von Jeff. Und ich wusste auch gar nicht, also das mit dem Programm ist auch cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Do not hesitate. I would be very happy to help you take the first step. Can we actually change? I want you to remember this. The CSGO industry is complicit at every level. There is... Der sagt, 5 Euro sind 2 Spins. Könnten auch 2 Kisten sein, ja. So much money involved for the one partaking that the change cannot come from within. Last week, as I released the part 1, it was such a dystopian sight to witness. I've got to see streamers reacting to it live while still promoting the very websites I am attacking. And one of them even said that he just got paid, and while agreeing the timing is bad, went on to spend the sponsor balance on stream on the unregulated website that is paying him. I haven't seen anything public from the casters, the pros, or maybe 95% of the big names in the scene, yet my DMs are pretty active, filled with some of these people telling me it's a good video, it's an important subject, and they are happy I am doing it. But that's not something they will come out and say in public, because they don't want to stop taking that money regardless. And now it's even worse, because I showed them how bad it is, but they still choose to not care. I showed you it's illegal, I showed you it's immoral, I showed you the consequences and the damages. If nothing changes anyway, that means it was a fight I was never meant to win. Think of how fucked it is, the length I went to, the risk I'm taking. You know, I'm attacking a very illegal and very profitable thing. Some people might not be happy about it, so let's just say I make sure that my door is locked every night, and the rest is left to hope. And the responses I'm getting is that the industry agrees with me, but that doesn't mean they will stop. This industry will not stop unless it is forced to. Do you think we can rely on ethic and common sense? Well, look where that got us. And it's the same for Valve. There is simple stuff they could implement. For example, if you spend more than, I don't know, say 50 euro in loot boxes, they could trigger a KYC process, verify who you are and if you are of age. The average price of providers in that field is within 1 to 2 euro per verification. Considering the money that Valve is making, I don't think it's gonna be a problem of price. Also, we need an easy to find self-exclusion button. For the ones that notice they have a problem and want to try and fix it, at least give them the tools so they can help themselves. There is so much that you could do to at least pretend that you are trying to mitigate the damages of what you're doing. But again, no one cares. I shouldn't be the one coming up with those ideas and fighting that fight. I am just using common sense to be where I'm at right now, and I hope this will spark the discussion on a bigger scale about the monetization system of loot boxes in video games, especially when cashing out the item is a central element. And because I know some streamers will react in bad faith, I want to add that I am not attacking the concept of gambling as a whole. I am attacking the unregulated form of gambling used and promoted in the worst way. I want to point out that there's a huge difference between those two things, even though they relate to the same subject. And the ones with money involved have tried to blur that difference and keep those two things together. I'm not trying to remove your freedom to bet on the matches you watch. What I'm showing here is that in the current state of things, CSGO is heavily pushing its players and its audience directly into slot machines and casino games, and it's really not the same thing. Please make the distinction. I see nothing wrong with betting every now and then, however, betting can also be a problem, which is why regulations are important. We are at the point where the CSGO Twitter account, or the X account, can't even retweet highlights from streamers without showing third-party gambling sites that are hosting casino games, not even betting. And like I showed you, anyone can access them just like anyone can open CSGO cases.
Allow me to talk freely. I kind of want to talk about myself now. After 10 years of, doing this, I have recently announced that I will finally start to accept, or at least consider to accept, offers coming from CSGO gambling websites. But when I said that, I had no idea that things would be that bad. I've just assumed, like probably you and many more people, that if they are still existing today, if they are working with so many entities in the scene, that it would be within some kind of regulation. Obviously, I had no idea what I just stepped into. Within a matter of few weeks, the biggest offer I have received was €120,000 per month in exchange of 8 ads. So the deal was that in 8 of my videos during the month, I would put a 30-second segment to... Ja, jetzt wissen wir auch, was das Angebot war. Das wären wirklich nur Pre-Rolls gewesen. Das ist halt nochmal was ganz anderes, ob du nur eine Pre-Roll reincuttest oder halt auf der Webseite aktiv slottest. Wenn du so ein richtiges dedicated Video machst, wo du wirklich 20 Minuten auf der Webseite spielst, das wären nur die Pre-Roll-Ads gewesen. Das ist null Aufwand. Du machst deinen normalen Content und knallst halt einfach den Werbeclip davor. Vor 8 Videos. Und der hatte 120.000 dafür bekommen. Was sind das pro Video? 120.000 durch 8? Was wäre das pro Video gewesen? 16.000 oder sowas? 12,5? 15.000. Das ist krank, ey. Da habe ich ja auch spekuliert, wie viel das wohl ist. Und das wäre viel mehr, wenn du wirklich da noch ein komplettes Video auf der Seite machen würdest. Du kriegst viel, viel mehr, wenn du komplett auf der Seite für 10, 15 Minuten gamblest und das ist dein ganzes Video, als nur eine 30 Sekunden Ad davor zu knallen. Überleg mal, 15.000 dafür, dass du nur einen 30-Sekunden-Clip davor knallst. 120.000 im Monat. Von einer Seite. Von einer Seite. Wenn du jeden Tag ein Video raushaust, da hast du da ganz schnell mal eine Viertelmillion im Monat gemacht bei der Größe. To promote one of these CSGO websites. €500 per second. So stay right there if you don't mind. Oh, I used to be sad, but then I discovered baguettes. I would have made €3,000 already. Let that sink in. It is so much money, it makes you lose respect for it. Now, I'm not gonna lie, there was a real temptation to not look any deeper, just take the money as it is, and that's about it, right? Like, what if I just close my eyes for once, like, what if for once I shut the fuck up, I don't look any deeper, I'll just shut my mouth and take the deal as it is, right? I would have been set for life, essentially. We're talking about 120k per month, right? 120,000 euros per month. Are you kidding me? Okay, hold on. Okay, 700,000 subscribers. Okay, maybe I just need to put this in context. For us, at 14 million subscribers or whatever we're up to now, a sponsorship deal of 120,000 euros a month would be huge. Massive. That would make that sponsor, over the span of a year, one of our largest sponsors, if not our largest sponsor by dollars. Like, that is enormous. Hang Ang Ganye, is not running a live convention or an expo. Like, this is purely for online content. So if we were to take someone sponsoring just our content at that kind of a rate, they would be one of, if not our biggest sponsor at our size. That is wild. I could find a ton of reasons to justify it to myself, right? Because I deserve it, I've been fighting it for 10 years, and after all, nothing changes, so why don't I just take the easy exit? I would be able to help my family, money is never going to be an issue, I could look at my girlfriend in the eyes and tell her, money will never be an issue for the rest of our lives, and I could even buy YouTube Premium if I wanted to. Scheiße, ja. Dafür wäre ich von Franzi auch immer gehatet. Ich musste auch schon 4-mal eine Werbung wegskippen in dem Video. Ich habe auch kein YouTube Premium. Temptation is something that every CSGO creator had to go through at some point. And okay, maybe not all of you, because some of you are actual pieces of poop. And, don't think it was a long struggle for you. Now, what I don't understand is why on earth am I the only one who talks about that, right? Like, from my own bedroom and with literally zero experience, I'm not a journalist, I'm just a guy who makes 360 no-scopes, funny montages, video kind of stuff. How the hell am I able to show you how fucked the situation is from my own bedroom and with my very limited resources? Where are the journalists? Where's the media coverage about that? What the hell is going on? Why is no one talking about that? Is beyond my understanding. During my research, I have spent a lot of time and energy trying to get a comment or an appearance from a gambling commission. And I think one of them knew me as well, because they replied with, "Hey Jeff,
we politely decline to comment. Some countries are fighting this, or so it seems. The one that seems to do the best right now is Denmark. Although it is not blocking every website, if you compare it to France, it really feels like an effort is being made. The Danish Gambling Commission, or the Spillemyndigheden, published a 2022 report in which they identified login feels like an effort is being made. The Danish Gambling Commission, or the Den Namen abschlachten. Spillemyndigheden, published a 2022 report in which they identified logging with Steam as an issue, and they have blocked a few websites in that regard. So the question that remains is why not every website, and the response from the UK Gambling Commission might give us a clue. We are also aware that some websites have used these skins as a currency for illegal gambling. However, not all things that appear to be gambling fall under our regulation, including those style games that allow the purchase of skins which are classed as loot boxes. For these style games to be classed as gaming under the Gambling Act, there would need to be a change to primary legislation. So, correct me if I'm wrong, but I think that they are telling me that they are aware of the issue, but they cannot act on it based on the limitation of the Gambling Act that regulates the scope of their action. This might be the clue for many more countries, and this is why the change can only come from you. And I mean, we need to make some noise. We need to ping medias, authorities, politicians, whatever. This needs to make the headlines to push for a change. Because right now, if a gambling commission, which is supposed to be here to prevent those websites from existing and doing what they're doing right now, tells me that they cannot act on it based on outdated laws, no wonder the websites don't even know what KYC is. And I want to point out that in the Counter-Strike world, it feels like no one is taking responsibility because the audience has been brainwashed for years, to a point where some of you were actually begging me to take the money, you know, like, go on, Jeff, we won't be mad at you, you deserve it, and that kind of stuff. I mean, I kind of appreciate that, but also I don't, you know, hold me responsible, please. We have to break that cycle. I need you to understand that the argument of saying that they offer too much money to refuse leads to nowhere. It is such a broken logic, but it is used so often. Why do you think Valve remains quiet about this and keeps their loot boxes as they are? Yeah, well, too much money to refuse. So what, now we can't be mad at Valve? Why do the creators take the deals? Well, too much money to refuse, so I guess we can't be mad at them either. And that's why the websites exist, by the way. There is money to be made, and guess what? It is too much money to refuse. So with your logic, you can't be mad at anyone, because you're essentially saying that it's okay to do illegal and immoral stuff if the amount of money you get in exchange is worth it. So where do we go with that logic? Anything for the bag? Counter-Strike, please wake up! Do I want money? Yes, of course, but is this the kind of money that I want? There's a lot of stuff I know, because, you know, I'm pretty much a dinosaur at this point. I've been around for 10 years, I know a lot of stuff, but I've decided not to go public with it, because then it would probably turn into a witch hunt, which is not what I'm trying to do. I want to act for a change, I don't want to act for views. Yeah, I'm gonna get some views if I start some drama, but again, if I wanted views, I would have uploaded videos in the past 2 months, and if I wanted money, I would have taken the deals. I have committed to this because I truly believe we need to change. It is time for a change. If we look back a couple of years ago, I believe we would be shocked to find so many ads and promotions for cigarettes every What the fuck? Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, wo Leute darauf reagiert haben in Deutschland, dass der Gurt im Auto jetzt Pflicht wird. Da dachte ich auch, Alter, hä? Das war irgendwann in den 70ern oder sowas? In dem Zeitraum? Wo die Leute dann gesagt haben, also da haben sich die Leute auch total drüber aufgeregt, dass man sich anschnallen muss beim Autofahren jetzt. Da dachte ich auch, das gab es mal eine Zeit, wo das eingeführt wurde und die Leute waren full mad darüber, dass man sich jetzt im Auto anschnallen muss. Und das schockt mich gerade genauso, dass da irgendwelche Kinder mit einer fucking Stange Zigaretten. If we look back at Der ist 8 Jahre alt. a couple of years ago, I believe we would be shocked to find so many. Winkt dir an. Happy birthday that we know your ABC. Always by Chesterfield. Alles Gute von einem 6-jährigen Timmy. Der hat dir einfach eine Stange Zigaretten zum Geburtstag geschenkt. Ads and promotions for cigarettes everywhere, and I think that 50 years from now, when we will look back on today, we will have the same effect, but for gambling and how gambling is advertised everywhere. In Counter-Strike world, we are even talking about unregulated gambling, which is a lot worse.
So that's it. That is 4 months of my life. I have paused everything else I had ongoing to get here today. And if I look like shit, it's because I feel like one. It's an incredibly toxic environment. I'm not gonna make friends, I'm gonna burn a lot of bridges, and I expect some kind of hate, maybe backslash, coming from the CSGO gambling community. So please, let me prefire that. If online gambling was just as regulated as physical casinos, we wouldn't be here today. CSGO cases, gambling websites, and crypto casinos based in distant islands. You are bypassing the ethical forms of limitations you have to respect, which are called regulations. You are bypassing those regulations, and this is where I have a problem. Believe it or not, but I am okay with the idea of gambling if it is done the right way. A way where you have the necessary and mandatory licenses that forces you to filter and protect the player base against the product you are selling them. A way where you are not advertised and endorsed by role models in the most irresponsible way, and in total disregard of the laws that exist to, again, protect the player base. Down the line, I don't think a reasonable human being can watch the entire documentary and tell me that, you know what, no, never mind, everything is alright, we don't need to change anything. That being said, I am not asking for views, for credit or anything. The only thing I will ask is for this to make some noise, so help me get some streamers to watch this live. Big ones, small ones, you have my full permission to use this video the way you please. React to it, re-upload the react on YouTube, whatever you want to do, it works for me. I want to thank the experts and the lawyers for their trust and getting involved with this, and I want to thank the people who were brave enough to talk about their problems in front of a camera for the entire internet to see, talking about their problems, their addictions, all of that. They've opened up in the only hope to help other people. It's a brave thing to do, and I really hope my community will do justice to that. Now, it is time for me to go AFK for a bit. I need to get away from, you know, all of that. I'll come back in a bit, and in the meantime, mandatory posture check. In those moments of self-clarity, I keep telling myself this exact same thing of, I need to stop, I need to do better, I need to not do this. And then I fall victim to it again. I fall back into the cycle where I watch a video of someone gambling because it gets on my YouTube recommended. I watch it and I'm like, oh yeah, I can open cases. I got some money, I got paid last week. It's that moment of cloudiness, that snap second. I'm hoping, you know, maybe someone who's maybe 16, 17, maybe just turned 18 can look at that and go, man, I really don't want that to be me. I hope someone can hopefully look at anything anyone here has said and either recognize that they're at the start of their gambling, or even if they're at the end where they're like, holy crap, I've spent more than this dude, you know, or even if you've spent half of what I've spent or 3 times as much, it doesn't matter if you, I hope someone can recognize that, you know, that they have a problem. I urge everyone who either regularly or has, you know, frequented gambling sites or opens cases on CSGO to really self-reflect and, you know, go, how much a month am I spending on this? Is that something that I can afford to lose, or am I doing this in hopes of getting rich? If you're doing it in hopes that your next click will be the big one, well, like I was, well, I hope someone can look at that and go, and have the same realization that I did yesterday of, I'm not the special one. What the f is a traded? One of the best marketplace in the world. You can buy skins, guys. You can trade skins. Look, you click here. Jo. Ja, wieder Banger-Video von Jeff, ey. Richtig, richtig gutes Video. Einen dritten Teil wird es dann wohl nicht geben. Damit hat er das erstmal abgeschlossen. Ich hau euch das Video in den Chat. Lasst auch mal einen dicken Like da. Das werde ich natürlich auch auf YouTube hochladen, auf dem Zweitkanal. Wenn das Internet das zulässt, sogar so, dass es morgen schon kommt. Ja. Super, super spannendes Video. Hat sich nicht für 50 Minuten angefühlt. Ich meine, ich habe auch viele oben drauf gelabert. Das Video war 50 Minuten lang. Die Aufnahme ist 1 Stunde 32. Also ich habe gefühlt nochmal genauso viel gelabert. Aber mega Video von Jeff. Und sein finales Fazit ist halt das, wo ich jetzt mittlerweile auch bin. Ich bin okay damit, dass es existiert und finde es auch okay, aber es muss halt irgendwie stärker reguliert werden. Es ist zu leicht, da so viel Geld reinzuballern. Es ist zu leicht, da Geld in Kisten zu stecken, obwohl du eigentlich noch nicht das machen dürftest. Altersbedingt. Da muss was passieren. Aber super Video von Jeff. Erstmal ein Like da lassen. Ja, lasst ein Like da. Also das erste Video, ich meine, es ist ein Video, was 50 Minuten lang ist. Haben fast 250.000 Leute gesehen. Das ist stark, aber da geht noch mehr. Das zweite, kann ich jetzt schwer einschätzen, ob das besser oder schlechter performen wird.
Ich hoffe, dass es noch ein bisschen mehr abgehen wird. Ich meine, eigentlich ist es schon viel, 200.000, aber es ist halt auch ein wichtiges Thema. Vielleicht bewirkt das ja doch was, inwieweit das Video jetzt vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass das jetzt neu geaddet wurde. Also vom Timing her finde ich das schon wild, oder? Das Video kommt heute, das wird jetzt eingeführt, am selben Tag, wo Jeff dieses Video release. Also vielleicht hat es ja da schon mal einen Impact gehabt. Jetzt wird man ja gucken, wie viel Twitch da jetzt tatsächlich macht oder ob sie es einfach nur reinschreiben. Aber ja, bin sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt und ob wir da in CS2 nochmal dahingehend auch eine große Änderung sehen werden. Ich bin sehr gespannt. Aber super, super geile Videoreihe von Jeff. Und ja, ich hoffe auch, dass das in Zukunft besser reguliert wird. Weil so wie es aktuell ist oder die letzten Jahre schon immer war, ist es halt schon wirklich problematisch.